Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für Errettung und ein Leben, das ihm gefällt, wesentlich ist. Wenn Sie ein neuer Zuhörer dieser Sendung sind, wir sind dabei, Dave Hunts Buch A Cup of Trembling durchzugehen, mit dem Untertitel Jerusalem und biblische Prophetie. Und Dave, das ist ein Buch, das nicht mehr im Druck ist, aber hoffentlich werden wir, bis diese Sendung ausgestrahlt wird, ein E-Book verfügbar haben. Und das wird ein Medium sein, bei dem Sie online auf thebereancall.org gehen können. Und wir werden dieses Buch online verfügbar haben. Und Sie können es herunterladen, es für sich selbst ausdrucken, es auf Ihrem Computer behalten, und das nennt man ein E-Book. Und Gary wird später in der Sendung noch mehr dazu sagen. Ich finde das spannend, Dave. Ja, ich würde es auch gern wieder gedruckt sehen. Machen wir das auch? Nicht jeder hat einen Computer und die Möglichkeit, ein E-Book herunterzuladen. Also werden wir es auch wieder drucken, Tom? Ich hoffe es. So der Herr will. Wenn der Herr verzieht und wir mit all unseren verschiedenen Projekten vorankommen. Dave, wir sind in Kapitel 1 von A Cup of Trembling und letzte Woche haben wir einige verschiedene Dinge über Jerusalem behandelt. Eines der Dinge, von denen ich weiß, dass es manche Leute abschreckt, einige, nicht alle, ist, dass Jerusalem in der Bibel eine ganze Reihe von Malen als die Stadt Gottes bezeichnet wird. Welche andere Stadt könnte so genannt werden? Das ist erstaunlich. Es gibt keine andere Stadt, über die Gott so etwas sagt. Tatsächlich sagt er über andere Städte nicht viel, außer dass sie zerstört werden. Aber Jerusalem, Gott hat Pläne für Jerusalem. Es wird die Stadt Gottes genannt. 40 Mal, glaube ich, wird es die Stadt Davids genannt. Uns wird gesagt, wir sollen für den Frieden Jerusalems beten. Uns wird nicht gesagt, wir sollen für den Frieden von New York oder Washington D.C., Paris, London beten, wie auch immer. Bend, Oregon? Ja, Bend, Oregon. Da brauchen wir auch Gebet. Aber wir sollen für den Frieden Jerusalems beten. Das ist eine besondere Stadt. Man kommt nicht an ihr vorbei, ob es einem gefällt oder nicht. Und die Juden sind ein besonderes Volk. Er hat Abraham und seinen Samen erwählt. Den Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist es. Dave, kurz. Das ist wieder Teil der Rückschau. Warum ein Becher des Zitterns? Warum wird es so genannt? Nun, das ist genau das, was Gott vor ungefähr 2500 Jahren durch seinen Propheten Sacharja gesagt hat. Jerusalem lag in Trümmern, nachdem es von Nebukadnezars Armee zerstört worden war. Es war von Wildnis umgeben. Gott sagte, der Tag kommt, an dem die Augen der Welt in Furcht und Zittern auf Jerusalem gerichtet sein werden. Es wird ein lastender Stein um die Hälse aller Nationen sein. Weil der nächste Krieg, denke ich, ganz bestimmt der nächste Weltkrieg, ein nuklearer Holocaust, sich um Jerusalem entzünden wird. Nun, warum ist es so wichtig? Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ich meine, es ist ein Du warst dort, ich war ein paar Mal dort. Es ist ein Nichtsort. Ich will niemanden aus Jerusalem beleidigen, aber was ist so wichtig daran? Das ist eines der erstaunlichen Merkmale dieser Prophetie. Hier ist eine Stadt, die zerstört wurde, und doch sagte Gott, eines Tages wird das der Brennpunkt der Aufmerksamkeit sein. Und die Vereinten Nationen haben ein Drittel ihrer Zeit damit verbracht, Jerusalem und Israel zu debattieren, zu beraten, Verlautbarungen zu machen, zu verurteilen. Eine Nation, die 1/1000 der Erdbevölkerung hat. Wenn das nicht die Erfüllung einer bemerkenswerten Prophetie ist. Und Tom, ich weiß, wir versuchen das Buch durchzugehen, also werde ich da nicht losschießen. Aber ich könnte dir genug Erfüllungen von Prophetie allein in Bezug auf Jerusalem geben, die absolut beweisen würden, dass Gott existiert und die Bibel ohne jeden Zweifel sein Wort ist. Das werden wir tun. Die kommenden Kapitel in deinem Buch werden uns die Gelegenheiten geben, genau diese Fragen anzusprechen. Aber Dave,
Wenn Menschen an Jerusalem denken, das ist eine religiöse Stadt. Verschiedene religiöse Gruppen haben sehr spezifische Interessen an Jerusalem. Aber sind sie gültig? Nun, ich denke, darüber haben wir letzte Woche auch gesprochen. Für Muslime sind sie nicht gültig. Jerusalem wird im Koran nicht ein einziges Mal erwähnt. Nun gibt es Sure 17,1, da ist von Al-Aqsa die Rede. Aber das bedeutet die entfernteste Moschee oder der entfernteste Ort der Anbetung. Lass mich das vorlesen. Schur 17,1. Gepriesen sei er, der seinen Diener bei Nacht von der unverletzlichen Gebetsstätte zur fernsten Al-Aqsa-Gebetsstätte führte, deren Umgebung wir gesegnet haben, damit wir ihm unsere Zeichen zeigen. Wahrlich er und nur er ist der Hörende, der Sehende. Ich sehe da Jerusalem nicht. Nein, das ist es nicht. Das Wort auf Arabisch ist Al-Aqsa, also nennen sie jetzt die Moschee dort oben die Al-Aqsa-Moschee. Aber wie wir letzte Woche aufgezeigt haben, fehlt Sure 17,1 unter den Versen, die schön in Arabisch ausgeführt im Inneren des Felsendoms eingraviert sind. Offensichtlich hatte der Erbauer das nicht im Sinn. Abd al-Malik, und er hat das gebaut, begann damit 691, fertiggestellt wurde es 692. Und wie wir erwähnt haben, Tom, ich denke, wir geben dir ein wenig Rückblick. Ich glaube, das ist hilfreich. Wie wir letzte Woche erwähnt haben, Mekka und die Kaaba sind von einem Rivalen übernommen worden. Und wir sprachen darüber, dass die Muslime im Lauf der Geschichte gegeneinander kämpfen, gekämpft, getötet, gemordet, einander vergiftet haben. Die Kalifen standen im Wettstreit miteinander. Und so weiter. Und so entschied Abd al-Malik: Nun, ich kann die Einnahmen nicht bekommen, die zu diesem Kerl fließen, der Mekka und die Kaaba kontrolliert. Denn man musste bezahlen, um dorthin zu kommen. Ich meine, es war ein Geldmachprojekt. Also dachte er, nun, ursprünglich weißt du, Mohammed hatte am Anfang seine Anhänger. Es waren damals nur eine Handvoll, in Richtung Jerusalem beten lassen. Er versuchte sich die Gunst der Juden und Christen zu sichern. Und ursprünglich beteten Muslime tatsächlich in Richtung Jerusalem. Aber als die Christen und die Juden ihn nicht als Propheten akzeptieren wollten, wandte er sich bitter gegen sie, tötete sie, kämpfte gegen sie. Und er ließ seine Jünger in Richtung Mekka beten. Nun, was war Mekka zu dieser Zeit? Darüber haben wir in der letzten Sendung ein wenig gesprochen. Die Quelle heidnischer Anbetung. Es war der Ort. Die Kaaba, mit über 300 Götzen darin. Und jetzt lässt er die Muslime in Richtung Mekka beten. Warum ist das so? Und haben wir in der letzten Sendung darüber gesprochen, wie er hineinging und sich unter die neuen Muslime mischte. Das ist eine neue Religion, obwohl er sagt, es sei keine neue Religion. Er behauptet, Adam sei ein Muslim gewesen und Abraham sei ein Muslim gewesen und David und so weiter. Und ursprünglich sei Jerusalem eine muslimische Stadt gewesen. Und alles in der Bibel sei verändert worden. Verstehst du? Die Bibel sei verdorben worden, sonst wäre die Bibel genau wie der Koran. Also, die Christen und die Juden hätten sie verfälscht, okay? Aber jedenfalls, hier lässt er seine Anhänger, die Muslime, zur Kaaba in Mekka beten. Und dann nimmt er seine Anhänger und sie gehen auf Hadsch, die Pilgerfahrt. Und sie mischen sich unter die Heiden. Und sie folgen allen Traditionen, allen Ritualen, die mit diesem heidnischen Tempel zu tun haben. Und selbst nachdem Mohammed die Kontrolle über Mekka bekam und die Götzen zerschlug, einschließlich des Götzen, der Allah darstellte, behielt er dennoch alle anderen heidnischen Praktiken bei. Ich denke, wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ja. Dave, lass uns in die 1920er, 1930er Jahre springen. Das war ein weiterer Vorstoß, den Tempelberg Jerusalem zu einem Brennpunkt religiöser Anbetung für Muslime zu machen. Das geschah wirklich auf Betreiben von Arafats. Nun, manche sagen seines Großonkels. Hajj Amin el-Husseini, Arafats Großonkel,
der ein Terrorist war. Warum die Briten ihn zum Großmufti von Jerusalem machten? Sie hatten dort die Kontrolle. Sie versuchten den Muslimen entgegenzukommen, aber sie taten es, obwohl er ein Terrorist war. Schließlich war ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Er floh nach Berlin. Er war ein Freund Hitlers. Wir haben Bilder von ihm mit Hitler. Er sendete im Radio: Araber, erhebt euch wie ein Mann. Tötet die Juden, wo immer ihr sie findet. Das gefällt Allah. Und so weiter. Und Historiker sagen, er sei wahrscheinlich für den Tod von mehreren 100.000 Juden verantwortlich gewesen. Aber jedenfalls war das Arafats Vorbild und Mentor. Und Arafat änderte seinen Namen. Sein Nachname war ursprünglich Husseini. Und er änderte ihn, nehme ich an, um seine Beziehung zu diesem Mann zu verbergen. Aber jedenfalls ist er derjenige, der, soweit wir es aus der Geschichte erkennen können, auf die Idee kam, dass Jerusalem ein heiliger Ort für Muslime sei. Dave, noch einmal. Unser Punkt hier ist, dass man sagen könnte, durch diese Personen wurde Jerusalem wirklich. Wäre vereinnahmt das Wort? Sie haben es zu einem Teil ihrer eigenen Religion gemacht, obwohl es dafür überhaupt keine Grundlage gab. Nicht ein einziges Mal im Koran erwähnt. Nicht ein einziges Mal. Jerusalem wird im Koran nicht ein einziges Mal erwähnt. Und doch übernehmen sie es jetzt. Und das ist ein Hauptpunkt von A Cup of Trembling. Das ist es, was die Wut bei Menschen in Bezug auf diese Stadt erzeugt. Es hat eine religiöse Grundlage, und obwohl es dafür keine Grundlage in den Fakten gibt, ist es trotzdem da. Nun haben wir auch die katholische Kirche beteiligt. Das ist eine sehr wichtige Stadt für Christen. Aber die katholische Kirche, es tut mir leid, sie folgen nicht der Bibel. Sie folgen nicht den Lehren Jesu. Als die Kreuzfahrer dorthin gingen, der erste Kreuzzug unter Papst Urban II., als sie Jerusalem einnahmen, jagten sie die Juden in die Synagoge und steckten sie in Brand und töten sie alle. Sie töten Türken und Juden und sie töten Juden in ganz Europa auf ihrem Weg. Und der Vatikan erkannte den Staat Israel nicht einmal bis 1914 an. 64 Jahre nach ihrer Unabhängigkeitserklärung, weil der Vatikan gegen Israel gewesen ist. Und vielleicht kommen wir noch dazu, Tom. Wir können dazu ganz sicher führende römisch-katholische Bischöfe, Kardinäle, Päpste zitieren. Also, aber sie sagen, dies sei die heilige Stadt für die katholische Kirche, für Christen. Und sie sagen, der Papst sei der Vertreter des wahren Christentums. Er sei der Stellvertreter Christi auf dieser Erde. Nun gibt es diejenigen, die keine Katholiken sind und versuchen, den Lehren der Schrift und Jesu Christi zu folgen. Und ja, als du das erste Mal dort warst, Tom, fantastische Erfahrung. Absolut. In Israel zu sein, in Jerusalem, wo Jesus ging und all diese Ereignisse stattfanden. Und dann natürlich für die Juden. Diese Stadt wurde von ihrem großen König David vor über 3000 Jahren gegründet. Und doch sagt Arafat, die Juden waren nie dort. Das war von Anfang an unsere Stadt. Und du weißt, dass sie oben auf dem Tempelberg versuchen, jedes Anzeichen irgendeiner jüdischen Präsenz zu zerstören. Und im Unabhängigkeitskrieg 1948, als Jordanien Ostjerusalem und das, was als Westjordanland bekannt wurde, einnahm, zerstörten sie jede Synagoge. Dasselbe taten die Ägypter im Gazastreifen. Sie zerstörten jede Synagoge. Sie versuchten, jedes Anzeichen historischer Aufzeichnungen zu vernichten, das Archäologen ausgraben könnten. Dave, noch einmal. Es ist die geistliche Seite davon. Wir hätten auch die orthodoxe Kirche hinzufügen können, mit all ihren Besitztümern dort. Also hat es religiöse Bedeutung. Wir betrachten es von einem biblischen Standpunkt aus, um zu verstehen, was hier gültig ist, was wirklich wahr daran ist. Aber dennoch gibt es einen Drang unter all diesen religiösen Gruppen, Islam ausgenommen. Sie wollen das Ganze. Aber es gibt hier einen Versuch, wie wir sehen, Jerusalem zu internationalisieren. Wir sprechen davon, dass dies die Stadt Davids ist. Aber diejenigen, die jüdisch sind,
aus jeder Herrschaft, jeder Kontrolle über diese Stadt zu entfernen. Ich denke, das ist ein Skandal. Nun, das war in UN-Resolution 181 enthalten, am 29. November 1947, als sie das sogenannte Palästina aufteilten und den Juden 18% dessen zuwiesen, was ursprünglich für sie abgesteckt worden war und was die ganze Welt als ihnen gehörig anerkannt hatte. Sie haben den größten Teil davon Jordanien gegeben, um die Nation Transjordanien zu schaffen und so weiter, okay? Und in UN-Resolution 181 war eine der Bestimmungen: Jerusalem muss eine internationale Stadt sein. Und es gab starken Druck vom Vatikan, dafür zu stimmen, das in UN-Resolution 181 aufzunehmen. Und es darf niemals unter der Kontrolle der Juden sein. Und durch die Geschichte hindurch hat die katholische Kirche diese Haltung beibehalten, ebenso wie die Welt. Also obwohl die Knesset dort ist, und obwohl Israel sagt, das war immer unsere Hauptstadt, unter David und unter den anderen Königen war das immer die Hauptstadt Israels, sagt die Welt nein. Und die Botschaften der Welt sind nicht in Jerusalem. Sie weigern sich, sie nach Jerusalem zu verlegen. Nun hat der US-Senat vor wie vielen Jahren? Vor einigen Jahren dafür gestimmt, unsere Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Und Clinton hat es vetoiert. Wir haben das wieder auf den Tisch. Und soweit ich es verstehe, hat Präsident Bush es bisher nicht gebilligt. Denn, wow, das wird einen Aufruhr verursachen. Du wirst die Araber beleidigen. Tom, ich will nicht schon wieder aufs Pferd springen, aber Gott hat in seinem Wort seine Pläne für Jerusalem dargelegt. Seine Pläne für das Land Israel. Und die Welt zerschneidet es. Und sie nehmen den Juden alles weg, lassen ihnen fast nichts. Und die Absicht ist, letztlich werden sie nichts haben. Die Muslime bestehen darauf, dass sie alles haben müssen. Sie sollten sich in Acht nehmen. Dave, noch einmal. Das ist der Grund, warum dein Buch so heißt. Das ist der Grund, warum die Schrift über Jerusalem als einen Becher des Zitterns spricht. Nenn mir ein Beispiel für irgendein anderes Land, in dem wir solche Fragen hatten, wo ein Land beschloss, eine Hauptstadt von hier nach dort zu verlegen. Und plötzlich trat die internationale Gemeinschaft auf den Plan und sagte, du darfst das nicht. Nun, die Juden haben die Hauptstadt nicht einmal verlegt. Sie war immer dort. Das war es. Und die Welt weigert sich, das zuzulassen. Wie du sagst, welches andere Land gibt es, dem die Welt nicht erlaubt, seine eigene Hauptstadt zu benennen? Wie würde es uns gefallen, wenn die UN sagen würde, Moment mal, Amerika. Ihr dürft Washington D.C. nicht als eure Hauptstadt haben. Das ist lächerlich, und doch ist das die Situation mit Israel. Und es ist eine weitere Erfüllung von Prophetie. Dave, es gibt 2 Dinge, die du in diesem Kapitel erwähnt hast, die ich faszinierend finde. Das erste ist, du sprichst davon, dass Präsident Clinton das Vorhaben vetoierte, unsere Botschaft nach Jerusalem zu verlegen und so weiter. Und von äußeren Kräften, dem Druck und so weiter. Aber du findest auch innerhalb Israels politische Kräfte, die sagen, nein, wir wollen diesen Weg nicht gehen, wir wollen die Welt besänftigen, wir wollen das tun. Nun, du hast, denke ich, was war das, vor einem Jahr? Ich kann mich nicht erinnern, Tom. Du hattest etwa 20.000 orthodoxe Juden in New York, war es das? Die gegen die bloße Existenz Israels protestierten. Also gibt es gewaltigen Widerstand. Die Tatsache, dass Israel heute existiert, ist ein Wunder. Aber Gott sagte, nun, lass mich das einfach schnell aus Jeremia lesen. 31,35, was er über Israel und Jerusalem sagt. Beginnend mit Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne zum Licht bei Tag gibt und die Ordnungen des Mondes und der Sterne zum Licht bei Nacht. Der das Meer aufwühlt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor mir weichen, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, vor mir eine Nation zu sein für immer. Gott sagt, wenn Israel nicht als Nation existiert, gibt es keine Sonne am Himmel, es gibt keine Sterne dort oben. Und dann fährt er fort und spricht über die Stadt Gottes, Jerusalem. Und er sagt, sie soll dem Herrn heilig sein, sie wird wieder aufgebaut werden,
und sie sollen nicht mehr ausgerissen noch niedergerissen werden in Ewigkeit. Und da steht nicht, dass die Muslime die Kontrolle haben werden oder die Katholiken die Kontrolle haben werden oder irgendeine christliche Gruppe die Kontrolle haben wird, orthodox oder evangelikal oder irgendjemand sonst. Das wird sein, wenn der Messias auf dem Thron seines Vaters David von Jerusalem aus über sein Volk Israel regiert, das das ganze Land besitzen wird, das Gott ihnen gegeben hat, und er wird über die ganze Welt herrschen. Nun, das ist es, was Gott sagt, und es ist ein Becher des Zitterns, ein lastender Stein, weil die Nationen der Welt Gott buchstäblich trotzen. Und wir haben evangelikale Christen, Tom, und ich würde sagen, ich bestreite nicht, dass sie Christen sind. Und sie stehen treu zur Bibel, wenn es um das Evangelium geht. Gott sei Dank dafür. Aber wenn es um das geht, was Gott über Jerusalem und über das Land Israel sagt, leugnen sie das. Sie gehen sogar so weit zu sagen, dass die Gemeinde Israel sei. Okay? Tom, es tut mir leid, ich bin wahrscheinlich ein bisschen vom Thema abgekommen. Nein, das ist wichtig, Dave. Aber was Arafat gesagt hat, ich meine, er hat immer und immer wieder keine einzige Bestimmung der Oslo-Abkommen eingehalten. Er hat wiederholt zur Zerstörung Israels aufgerufen, zur Zerstörung aller Juden und zu einer vollständigen Übernahme durch die Muslime. Und wenn er diese Abkommen unterschreibt, bedeutet das gar nichts. Am 21. September 1995 hatte der Vorsitzende des House Formulations Committee, Ben Gilman, Bänder zusammengestellt, auf denen Arafat solche Dinge sagt. Frieden für uns ist die Zerstörung Israels. Ich tue nur, was unser großer Prophet tat. Er schloss diesen Friedensvertrag mit den Quraysh und dann brach er ihn, weil er schloss ihn nur, weil er Mekka übernehmen wollte. Okay? Arafat hat das wieder und wieder und wieder gesagt. Und am 21. September 1995 rief er eine Pressekonferenz ein. Ich werde euch zeigen, was Arafat offen auf Arabisch sagt. Und wir werden euch Übersetzungen geben. Niemand kam. Die Presse war nicht interessiert. Und das Erstaunlichste war, Itamar Rabinovich, Israels Botschafter in den USA, sagte, zeigt diese Bänder nicht. Bringt das Boot nicht ins Wanken. Wir versuchen Frieden mit diesen Leuten zu machen. Tom, es ist verrückt, Frieden machen zu wollen. Und natürlich ist das Bushs Fahrplan zum Frieden. Wir werden Frieden machen mit Leuten, die geschworen haben, uns auszurotten und unser Land zu übernehmen. Und die das nicht ändern werden, weil das ist, was der Islam lehrt. Es ist ein Becher des Zitterns, Tom, aber es ist eine erstaunliche Prophetie. Genau das, was die Bibel gesagt hat. Dave, wir haben noch etwa 1 Minute in diesem Abschnitt unseres Programms. Nächste Woche werden wir damit weitermachen. Ich möchte auch darüber sprechen, wie Israel 1967 den Tempelberg unter seiner Kontrolle hatte. Und wer war es? Moshe Dayan gab ihn wieder an König Hussein von Jordanien zurück. Das wollen wir besprechen. Wir wollen ganz sicher diese Frage um Arafat besprechen. Seine Rede in der Moschee von Johannesburg. Und noch einige andere Perspektiven dazu bekommen.